Hast du über Digitalisierung gehört? Die Regierung und viele Firmen investieren Milliarden Euro darin. Aber wie sieht das eigentlich aus? In diesem Video zeige ich dir ein kurzes und einfaches Beispiel, wie ein Urlaubsantrag in 10 Minuten digitalisiert werden kann. Du wirst sehen, wie der Antrag noch vor Digitalisierung erstellt und ausgefüllt wurde, wie Business-Analysten den Prozess beschrieben haben und wie er danach digitalisiert wird. Ich zeige ausführlich, wie jeder, ohne einzelne Zeile Code schreiben zu müssen, eine Applikation entwickeln kann. Gemeinsam werden wir das komplette Formular entwerfen und den Prozess dazu festlegen. Anschließend wird der Prozess gestartet und durch alle Stationen durchgehen. Und jetzt legen wir los. Um den Prozess zu digitalisieren, sollten wir erstmal verstehen, wie er abläuft. Hier sehen wir, wie der Prozess durch Business-Analysten beschrieben wurde. Für den ersten Schritt, Erstellen Urlaubsantrag, wurde eine Vorlage hinterlegt. Schauen wir diese an. In der Vorlage sehen wir die notwendigen Angaben. Wer befüllt den Antrag, von wann bis wann den Urlaub genommen wird und wer ist der Vorgesetzte. Unten schreiben wir das aktuelle Datum. Anschließend wird der Antrag ausgedruckt und unterschrieben. Danach wird der Vorgesetzte den Antrag freigeben. Hier sehen wir auch eine Not für den Fall, dass die Urlaubstage nicht in Ordnung sind. In diesem Fall soll der Antrag mit einem Kommentar zurückgegeben werden. Als nächstes wird der Antrag durch Personalabteilung geprüft, durch Finanzabteilung abgerechnet und durch Verwaltung archiviert. Mit all der Informationen können wir den Prozess digitalisieren. Dafür gehen wir in unsere IBPMS-Plattform und erstellen eine App. Die ist prozessbasiert, geben wir einen Namen, wählen eine Kategorie aus, eine Prozessmodellname mit 5 Swimlanes für jeden Stakeholder und wählen Standard Data Source. Hier werden wir den Prozessablauf definieren. Als erstes geben wir für jede Swimlane einen Namen der Stakeholder. Vorgesetzter, Personalabteilung, Finanzabteilung und Verwaltung, genauso wie es im Prozess beschrieben wurde. Dann schieben wir das Ende des Prozesses in den letzten Swimlane, fügen wir eine Startaufgabe hinzu und erstellen unser erstes Formular. Geben wir einen Namen dazu, geben wir eine Überschrift für das Formular. Dann mittels Drag and Drop fügen wir sogenannte Controls auf die Form. Wer ist ein User Control? Da verwenden wir als Anzeigename der vollen Name und als den gespeicherten Wert seinen internen Username. Dann den Vorgesetzten auch als Userlist mit den gleichen Eigenschaften. Von ist ein Datum, setzen wir auch das Datumsformat und das gleiche auch mit bis Datum. Als nächstes gehen wir in den Regelngenerator und beim Laden des Formulars befüllen wir den Wer mit dem User, der den Formular startet, und den Vorgesetzten mit seinem Vorgesetzten. Voilà, unser Formular ist bereit. Das speichern wir auch. Geben wir einen Namen für die Aufgabe. Die ausführende Person ist der Prozessinitiator. Danach fügen wir eine weitere Aufgabe für den Vorgesetzten. Für ihn erstellen wir eine neue Subform als Kopie. Hier deaktivieren wir alle Felder, damit es sichergestellt wird, dass nur die angegebenen Daten freigegeben werden. Zur Trägung fügen wir eine horizontale Linie hinzu und einen Ja-Nein-Feld für die Freigabe. Und auch Speichern nicht vergessen. Geben wir auch hier einen Namen und für einfaches Testen den Prozessinitiator als die ausführende Person. Analog erstellen wir dann die restlichen Formulare für die Personalabteilung, Finanzabteilung und die Verwaltung.
Unser Prozess ist fertig. Nun werden wir ihn veröffentlichen. Natürlich wird dabei eine neue Version für die Versionsverwaltung erstellt. Jetzt können wir zum Workcenter gehen und den Prozess starten. Ich bin jetzt der Prozessinitiator und deswegen die Felder Wer und Vorgesetzter sind bereits befüllt. Ich muss nur noch von und bis auswählen und somit den Prozess starten. Im Workcenter von dem Vorgesetzten kommt dann die Aufgabe zur Freigabe. Parallel kann jeder Prozessbeteiligte zur Laufzeit auch sehen, wo gerade der Prozess eigentlich steht. Wir öffnen die Aufgabe und geben den Antrag frei. Hier sehen wir, dass der Prozess auch weitergegangen ist. Analog bearbeiten wir auch die weiteren Aufgaben und sehen, wie der Fortschritt des Prozesses fortlaufend aktualisiert wird. Und nun ist der Prozess abgeschlossen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Gib mir gerne einen Daumen hoch und schreib in die Kommentare, ob dieses Format für dich interessant ist. Für mehr Videos rund um Digitalisierung, moderne IT und Technologien abonniere diesen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen. Ich bin Alexei, bis zum nächsten Mal.